Wenn du Online-Lerninhalte vermitteln willst, sind Lernvideos das effektivste Mittel dazu. Die Kombination von gesprochenem Text mit erläuternden Bildern spricht unterschiedliche Lerntypen an und verstärkt den Lernerfolg messbar. In diesem Video erkläre ich dir die Besonderheiten von Lernvideos, ihre Zielsetzung und wie du sie erfolgreich in deinem E-Learning-Konzept einsetzen kannst. Sei es für interne Prozesse, Onboarding, Kundenservice im Content-Marketing oder sogar als Teil deines Produkts. Als Videoagentur produzieren wir für unsere Kunden regelmäßig Inhalte zu Lernzwecken. Dabei ist mir immer mal wieder aufgefallen, dass manche Begriffe unterschiedlich verwendet werden und dass man, gerade wenn man das erste Mal mit dem Thema zu tun hat, davon einigermaßen überfordert sein kann. Deshalb will ich dir jetzt die beliebtesten Varianten vorstellen und dir erklären, wofür du sie am besten einsetzen kannst. Vorab eine kleine Definition. Und zwar zu der Frage, was ist E-Learning? E-Learning, auf Deutsch elektronisches Lernen, ist eine Form der Wissensvermittlung, die digitale Medien nutzt. Es ermöglicht zeitlich flexible, ortsunabhängige Schulungen und kann für Unternehmen sehr effizient sein. Im Vergleich zur Präsenzschulung spart E-Learning oft Zeit und Kosten, ermöglicht ein individuelles Lerntempo und ist leicht skalierbar. Das bedeutet, du kannst einen einmal erstellten Inhalt beliebig oft an beliebig viele Mitarbeiter, Interessenten oder Kunden weitergeben. Praktisch alle E-Learning-Plattformen können heute Videos abspielen. Und da Videos so gut darin sind, Inhalte zu vermitteln, werden Videos im E-Learning immer beliebter. Welche Arten von Videos gibt es aber jetzt im E-Learning? Die älteste und einfachste Form von Lernvideos sind gefilmte Vorträge. Ein Vortrag, der sonst vor Menschen gehalten würde, wird gefilmt und kann so viel mehr Leuten zur Verfügung gestellt werden. Solche Vortragsvideos können sehr effektiv sein, besonders wenn du einen Experten hast, der charismatisch und klar kommuniziert. Ein gut strukturierter Vortrag kann inspirierend und informativ zugleich sein. Ein gutes Beispiel dafür sind die bekannten TED Talks. Du kannst deine Vortragsvideos aber auch ganz einfach aufpeppen, wenn du keinen Entertainer vor der Kamera hast. Filme die vortragende Person dazu am besten vor einem neutralen Hintergrund. Im Schnitt kannst du dann Texte und Grafiken animieren und einblenden. Und wenn du deine Videos zusätzlich auflockern willst, kannst du auch anderes Video- oder Bildmaterial, zum Beispiel Stock-Footage, verwenden, um die Aussagen des Experten zu bebildern. Häufig werden auch Präsentationsfolien eingesetzt, um die gesprochenen Inhalte zu doppeln und so zu einem besseren Lernergebnis zu kommen. Bonustipp: Noch flexibler bist du mit einem KI-Avatar. Das ist ein virtuell erzeugtes Abbild einer realen Person, die als Sprecher in deinem Vortragsvideo auftreten kann. Oder eine real existierende Person wird professionell digitalisiert und in einem virtuellen Avatar verwandelt. So wie ich für dieses Video. Mehr Infos dazu findest du in unserem Video, das ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Bildschirmaufzeichnungen in Form von Videos sind ideal, um Softwareanwendungen oder digitale Prozesse zu erklären. Du nimmst dazu einfach deinen Bildschirm auf, während du erklärst, was du dabei tust. Das zeichnest du mit einem Mikrofon auf und wenn du willst, auch mit einer Kamera. Das ist besonders nützlich für technische Anleitungen oder IT-Schulungen. Deine Mitarbeiter können so Schritt für Schritt nachvollziehen, wie bestimmte Programme oder Abläufe funktionieren. Apropos sich selber aufnehmen. Ein Trend, den du in letzter Zeit häufiger beobachten wirst und den du auch einsetzen kannst, ist, Mitarbeiter selber Schulungsvideos aufnehmen zu lassen. So werden Videos direkt vom Lerner selber eingestellt, was zu mehr Interaktivität und Spaß bei Schulungen führen kann. Ähnlich wie Bildschirmaufzeichnungen, aber oft mit einer Person, die etwas praktisch vormacht, sind sogenannte How-to-Videos. Diese Videos sind eben genau in diesen Fällen ideal in der Anwendung. Du kannst handwerkliche Prozesse oder praktische Fähigkeiten zeigen. Sie zeigen Schritt für Schritt, wie eine Aufgabe ausgeführt wird, was besonders für visuell Lernende hilfreich ist. Auch diese Art von E-Learning-Videos kann mit Hilfe von Grafiken und Texteinblendungen aufgewertet und inhaltlich vertieft werden. Außerdem kannst du mehrere Kameras einsetzen. Das sorgt für Abwechslung und du kannst auch aus allen Winkeln zeigen, was du machst und zeigen willst. Du willst wissen, wie du selbst How-to-Videos erstellen kannst? Kein Problem. In der Beschreibung habe ich dir ein Video verlinkt, in dem du erfährst, wie du ganz einfach solche Videos produzieren kannst. Mein persönlicher Favorit und ein Klassiker für uns als Videoagentur sind animierte Erklärvideos. Bei animierten Erklärvideos geht es darum, Animationen zu verwenden, kombiniert mit einem Sprechertext,
um so komplexe Themen einfach und unterhaltsam zu erklären. Sie sind toll für abstrakte Konzepte oder Überblicksthemen und können zum Beispiel auch in Marketingvideos eingesetzt werden. Mit ansprechenden Grafiken und einer klaren Erzählstruktur können selbst schwierige Inhalte leicht verständlich gemacht werden. Dabei reichen die Stile dieser Videos von schlichten Zeichnungen und einfachen Animationen zu hochwertigen und ausgefallenen Designs. Diese Art von Videos hat meist eine Länge von unter 3 Minuten und ist ein Eyecatcher, der deinen Zuschauern bestimmt im Gedächtnis bleibt. Im E-Learning können natürlich auch dokumentarische Filme eingesetzt werden. Dokumentarische Videos leben davon, dass sie eine reale Situation durch einen Redakteur oder einen Autor aufbereitet darstellen. Das heißt, du filmst realistische Szenen, das Ganze kann aber zum Beispiel von Interviews oder einem Sprechertext um Informationen angereichert werden. Aus diesen Filmen kannst du wahnsinnig viel lernen. Sie können im E-Learning verwendet werden, um dir einen Überblick über ein Thema zu geben, um in ein Thema einzuführen oder auch um zu vertiefen. Die Möglichkeiten sind hier schier unbegrenzt. Wie du siehst, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, Videos im E-Learning zu gestalten. Die Wahl des richtigen Formats hängt von deinem Thema, deiner Zielgruppe und deinen Lernzielen ab. Aber natürlich auch davon, ob du das E-Learning selbst gestalten und produzieren willst und wie viel Zeit und Budget du zur Verfügung hast. Wenn du jetzt noch mehr über E-Learning erfahren möchtest oder vielleicht sogar gleich eigene Lerninhalte produzieren willst, dann schau mal in unser nächstes Video rein, das ich dir hier verlinkt habe. Neben weiteren Infos rund um E-Learning erfährst du auch, was du beachten musst, um selbst Lernvideos zu produzieren, die wirklich hängen bleiben. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von Mindmapped. Mit Videos mehr erreichen.